Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video geht es nochmal um eine Gleisplananpassung. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, alle guten Dinge sind drei und dieses Mal gibt es Gleisplan Teil 3. Mal gucken, vielleicht bringe ich irgendwann nochmal Teil 4, wer weiß. Aber mich haben drei Gründe dazu geführt, den Gleisplan nochmal anzufassen. Aber was soll ich denn hier noch lange quatschen? Wir starten einfach und nach dem Film sehen wir uns wieder. Ja, bevor ich jetzt euch groß und breit die dritte Version vom Gleisplan erkläre, hier erstmal die drei Gründe, die mich überhaupt dazu bewegt haben. Also das ist eigentlich auch der Ursprung des Ganzen. Ihr erinnert euch, ich habe ja irgendwann mal hier so eine Wendeschleife eingebaut und habe dementsprechend hier die Gleisführung verändert. Da musste ich hier noch ein Stückchen anpassen, oder das, ja genau, das muss ich noch anpassen, weil hier geht es halt auf den Wendel und dann wollte ich wissen, wo kommt der Wendel denn hier oben jetzt raus, vor allem auch wegen meinem Hintergrund, ne, damit ich genau den Hintergrund so anordne, dass es auch zu meiner Bahn oder zu meinem Plan passt. Das war der erste Grund, es gibt aber noch zwei weitere Gründe. Ja, hier habe ich mal den Versuch zu zeigen, den zweiten Grund. Und zwar habe ich jetzt hier mit meinen Fenstern ja Erfahrung mit der Durchgriffshöhe gemacht. Und es gibt in dem Plan drei versteckte Gleise, an die ich aber irgendwie später nochmal dran kommen muss. Und da habe ich jetzt mal ausprobiert, die minimalste Durchgriffhöhe, damit ich hier bequem an drei Gleise dran bekomme und auch noch Wägelchen aufstellen kann oder nochmal gerade richten kann. Das hier sind 8 cm. Viel kleiner darf es nicht sein, sonst komme ich hier mit meinen Fingerchen da nicht mal rein. Und ja, es gibt also in dem alten Gleisplan etwas, das muss ich ändern, denn da bin ich nicht auf 8 cm gekommen. Und das stört mich massiv, weil ich nämlich zum späteren Service an drei hintereinander liegende Gleise zugreifen muss. Der dritte Grund sind diese sogenannten DKWs, also die Doppelkreuzungsweiche, die ja bekanntermaßen, zumindest für diejenigen, die sie schon eingebaut haben, manchmal Probleme bedeutet haben, was das Thema Betriebssicherheit angeht. Stehende Züge, entgleisende Züge, Kurzschlüsse, was auch immer, da gibt es verschiedenste Facetten. Und aus den Gesprächen mit den Kollegen habe ich gelernt und möchte einfach für mich auch ein Stückchen Spielsicherheit haben oder Betriebssicherheit, weil ich ja hier eine Spielbahn baue. Und ich habe halt in der ersten Planung zwei von diesen Biestern verbaut und die möchte ich jetzt rausschmeißen. Das ist der dritte Grund, warum ich den Gleisplan jetzt verändert habe. Und jetzt steigen wir mal ein. So, dann fangen wir mal an. Also den Grund 1 mit dem, wo kommt der Wendel raus etc., das brauchen wir jetzt, glaube ich, wohl nicht genauer machen. Aber der zweite Grund, den ich genannt habe, das mit den 8 cm Eingriff, wo kommt das eigentlich zum Tragen? Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte hier einen Schattenbahnhof 2, dreigleisig, da kommen schon mal die drei Gleise und dieser Schattenbahnhof 2, der führte dann hier an diesem Ende, das stieg dann langsam 6 cm an, ne, nicht mehr, also darunter ist ja dann nur noch eine Platte, und kam letztendlich hier am Bahnhof raus. Das heißt, der Bahnhof ist genau über diesen Schattenbahnhofsteil gebaut und dieser Zugriff, vielleicht kann man das in 3D besser sehen, wartet mal, ich gucke mal gerade, da kann man es schon recht gut sehen, also dieser Teil hier, das sind diese drei Gleise, die also quasi unmittelbar unterm Bahnhof liegen, diese 6 cm, und dieser Zugriff reicht nicht aus, sicherlich für das vordere Gleis, aber wenn ich das mittlere oder das hintere Gleis beservicen muss, dann habe ich da echt ein Problem. Und ja, deshalb musste ich da an der Stelle mal das ein bisschen verändern. Ich wollte aber auch in Summe
nicht viel höher sein als das, was ich bisher hatte. Also musste ich diesen oberen Teil komplett mal verändern. Ja, und zum guten Schluss, ja, hier sehen wir auch den dritten Grund, ne, wenn wir hier die mal wegnehmen. Hier sind die DKWs. Natürlich habe ich mir was dabei gedacht, dass man aus verschiedenen Richtungen einfahren kann, sowohl Güter- als auch Personenverkehr. Auch das wollte ich irgendwie beibehalten, aber das schauen wir uns jetzt alles mal im neuen Plan an. Ja, dann schauen wir uns den neuen Teil jetzt mal an und der aufmerksame Beobachter wird sagen, hör mal, irgendwas stimmt hier mit dem Fluss nicht, der ist jetzt anders. Ja, stimmt, das hat nämlich auch was mit dem Wendelausgang zu tun. Der Fluss ist kürzer geworden ein bisschen, er ging früher mal bis hierhin, aber das hätte man wahrscheinlich sowieso nicht gesehen. Und es hat auch noch was mit der Kulisse zu tun, die da kommt. Aber das ist jetzt nur ein Spannungsbogen, mehr sagen wir nicht. Aber hier der Wendel, den zeige ich euch auch noch. Es gibt halt die Wendelausfahrt. Das ist jetzt der Teil. Hier komme ich raus und gehe in die Anlage oder hier fahre ich runter in den Wendel und dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit der Umfahrung. So, der Teil ist hier am Fluss auch noch sichtbar. Naja, habe ich noch ein bisschen was zum Spielen, noch ein bisschen was zu tun. Mal gucken, was ich daraus mache. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal den Schattenbahnhof 2 an, denn das hier sind jetzt die berühmt-berüchtigten 3 Gleise, von denen ich gerade gesprochen habe, die ich später beservicen möchte. So, wie funktioniert dieser Schattenbahnhof? Naja, ich fahre hier ein, fahre einmal hier rund ums Karree und fahre auch so rum in den Schattenbahnhof ein, hier verteilt auf die 3 Gleise und fahre immer in diese Richtung aus. Anders wird es nicht sein. Ich habe hier Rechtsverkehr und es bleibt auch dabei und komme dann anschließend hier wieder raus an diesem Punkt. Was ist das? Das ist die Paradestrecke. Also ich fahre über die Paradestrecke, fahre ich in diesen Schattenbahnhof 2 ein oder wenn ich den Schattenbahnhof 2 verlasse, dann fahre ich auch über die Paradestrecke raus. Gut, wo geht das jetzt hin? Dazu blende ich jetzt erstmal hier diesen Teil wieder aus, weil das wird nämlich nachher ein bisschen verwirrend sein. Also alles gezeigte Gleis bewegt sich jetzt tatsächlich auf Ebene 0, also dem oben, also mal, wenn ich den Wendel verlasse oder oben ankomme, das ist genau der Teil, der dort verbaut werden wird. So. Es geht aber noch höher. Und dazu, lange Rede, kurzer Sinn, blende ich jetzt mal hier diesen Teil aus. Gibt es hier eine Rampe. Und diese Rampe, genau, die Rampe selber ist grün dargestellt. Das ist eine Steigung, die hier hochgeht und zwar direkt auf die Bahnhofsebene. Da ist mein Bahnhof, genau. Und hier fahre ich dann über den Fluss, fahre von der Seite aus in den Bahnhof ein. Das heißt, alles, was von hier unten kommt, kommt quasi vom Schattenbahnhof 2. Folgedessen geht das andere Ende hier hinten rum, jetzt verwirre ich euch mal komplett, da geht nämlich wieder eine Rampe runter. Die geht nachher hier unten an den Wendel, den ich jetzt gerade ausgeblendet habe. Also das lassen wir jetzt mal. Jetzt nehme ich mal den ganzen unteren Teil weg, aber hier wird eigentlich schon ersichtlich, dass das sind die 3 Gleise, die ich später mal beservicen möchte. Und hier brauche ich halt den Eingriff von 8 cm. Der Teil, der wird ja später verdeckt werden. Hier kommt vielleicht ein Stückchen Mauer hin, ein bisschen Felsen, was auch immer, der dann diese 3 Gleise verdecken wird. Und das schauen wir uns jetzt auch mal in 3D an und dann werden wir direkt sehen, das ist schon ein bisschen großzügiger hier, ne? Also das ist ein bisschen üppiger, da kann man besser reingreifen, da fühle ich mich einfach wohler mit. Ja, das war also der Hauptgrund 2 und der aufmerksame Beobachter hat schon gesehen, ja, der hat auch die Doppelkreuzungsweichen verbannt. Dann zeige ich euch jetzt auch mal da, wie jetzt der Spielbetrieb vonstatten gehen kann. Ja, was habe ich denn da gemacht? Also schauen wir einfach mal. Am besten, ich blende erstmal hier eine Beschriftung ein, damit wir überhaupt wissen, wovon wir reden. Also es gibt einen Bahnhofseinfahrt Ost und eine Ausfahrt West oder eine Einfahrt West und eine Ausfahrt Ost. Nehmt es wie ihr jetzt wollt. Also das hier ist Osten, da hinten ist Westen.
Und jetzt betrachten wir einfach mal Personenzüge, die am Bahnhof halten wollen. Die kommen, wie gesagt, beim Rechtsverkehr hier ein und die können dann quasi über diese Einfahrt Gleis 1 bis 4 erreichen. Bei Gleis 1 bin ich mir noch nicht sicher, ob da hier noch ein kleiner Bahnsteig drankommt oder ob es vielleicht nur eine Mauer gibt. Dann macht Gleis 1 keinen Sinn, dann sind es halt nur Gleis 2 bis 4. Ja, und Personenzüge, die vom Westen hier einfahren wollen, wie gesagt, Rechtsverkehr, die können dann die Gleise 4 und 5 erreichen. Kommen wir mal zum Güterverkehr. Güterverkehr von Osten einfahrend. Wenn es denn jetzt hier keinen Bahnsteig geben wird, dann wird das klassische Umfahrungsgleis werden. Ansonsten wird halt auch zum Beispiel im Kölner Hauptbahnhof da wird halt auch immer nur Paargleise, also immer Zweierkonstrukte. Das heißt, da fahren durchaus auch mal Güterzüge durch den Bahnhof durch. Es soll eigentlich vermieden werden, aber hey, gibt's halt. Wer es nicht glaubt, ihr seid herzlich gerne in Köln mal eingeladen, schaut euch das an. Ja, ist so. Ne? So, und jetzt von Westen kommende Güterzüge können quasi auch hier an den Gleisen, wie ist das hier, 4 und 5 können sie natürlich auch vorbeifahren, wenn sie das wollen, aber es gibt hier eine klassische Umfahrung über Gleis 6. Die kommen dann hier hinten wieder raus und kommen hier wieder auf die Hauptstrecke drauf. Ja, was haben wir denn noch? Nebenbahnen. Nebenbahnen, die vom Schattenbahnhof kommen. Zum Beispiel vom Schattenbahnhof 1. Die kommen halt über Ost fahren die ein. Und die kommen dann an auf Gleis 4. Das wäre hier. Und können dann zur Weiterfahrt wieder zurücksetzen auf die Nebenstrecke, die hier rausgeht. Andersrum, über Gleis West einfahren, können die dann ankommen auf Gleis 4 oder 5, hier auf die beiden, und können auch von hier raus, da oder da, dann wieder so raus zur Nebenstrecke. Funktioniert also auch. Ich habe lange überlegt, ob ich dann vielleicht doch irgendwie diese Gleise noch erreichen möchte und habe dann gesagt, na wozu eigentlich? Also ich habe genug da jetzt mit zu tun. Das passt außerdem, der eigentliche Spielbetrieb, glaube ich, findet doch mehr hier unten statt als hier oben an den Bahnhöfen. Dort werde ich dann mit Computersteuerung fahren und Züge dort ein- und ausfahren und anhalten lassen. Zugfahrten, die hier dann an den Bahnhöfen enden bzw. halten und dann weiterfahren, das wird vermehrt an diesen Gleisen stattfinden. Und das sind die Gleise, an denen ich dann vielleicht auch manuell spielen werde. Ja, apropos Spielen, dann jetzt kommen wir hier in diesen oberen Teil. Das ist das BW. Das ist halt ein kleines, schmales BW. Das hier ist eine Dieseltanke, das ist ein Besandungsteil, das ist eine Bekohlung. Hier hinten ist eine Werkstatt, das sind Lokschuppen, hier wird ausgeblasen, hier gibt es auch noch, ich sag mal, den Entschlackungsteil, der wird hier noch stattfinden. Naja, klein, fein und hier ist der Wasserturm. Ne? Gut, klein, fein und vielleicht ein wenig überfrachtet, aber hey, ich will spielen. Ne? Also da lasse ich mich auch nicht von abbringen. So, wenn ich mit einer Lokomotive von Osten einfahre, wie komme ich dann ins BW? Auf direktem Wege nicht, sondern ich muss tatsächlich hier ein Stückchen rangieren, komme dann so vor und zurück und komme dann hier letztendlich auf diesen Weg ins BW. Das funktioniert. Aber auch das kann man dann vielleicht dank dem Holger mit schicker Signaltechnik dann lösen. Ja, und wenn ich vom Westen komme, ja hey, da komme ich natürlich sofort ins BW. Einmal hier direkt rüber auf Gleis 7 und von dort aus zurückstechen oder beziehungsweise hier. Das funktioniert einwandfrei und ich denke, das reicht mir noch aus. Ja, dann habe ich noch eine kleine Abstellung hier. 3 Gleise für Güter, welche auch immer. Und wenn ich von Osten komme, OW, ich kann da nicht die Abstellung erreichen. Das geht ausschließlich nur vom Westen her. Das heißt, egal was ist, wenn ein Zug von hier kommt, der muss einmal hier rum, durchs Carré, einmal ringsrum und kann dann hier wieder rausfahren. Irgendwann könnt ihr ganz ahnen. Und dann kann er jetzt hier über zum Beispiel Gleis 6 einfahren und dann hier ringsrum
Was rede ich denn da von Quatsch? Er fährt hier natürlich auf Gleis 7 ein, ja, so, bis hier unten hin, kann hier entweder aufs Auszugsgleis bis dahin und dann zurückstoßen und abstellen, oder aber sollte der Zug mal ein bisschen länger sein, dann kann er ja auch noch ein bisschen schummeln und dann fährt er ein Stück in die Nebenstrecke rein, dann soweit wir halt brauchen, kann dann zurückstoßen, hier auf diese beiden Abstellungen. Also ein bisschen schummeln geht immer, kann man machen, ne? Aber hier die Einfahrt über Gleis 6, das war jetzt einfach falsch. Gleis 7 ist die Einfahrt. Gut, also ihr seht, ich kann nur ein bisschen spielen hier, ich kann meinen Personenverkehr aufrechterhalten. Auch ohne Doppelkreuzungsweichen ist das jetzt möglich. Macht mir ein gutes Gefühl, ist ein bisschen Fahrsicherheit. Und damit sind wir schon am Ende vom Video. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ja, ich denke, das waren 3 gute Gründe, um den Gleisplan nochmal anzupassen. Zum einen habe ich jetzt mehr Betriebssicherheit, weil ich die DKWs verbannt habe. Zum anderen komme ich jetzt gut unten an die 3 versteckten Gleise vom Schattenbahnhof 2 dran. Und das, was da kommt, sollte ja auch stimmig sein. Apropos, das, was da kommt, sieht man ja hier. Das wird jetzt das nächste sein. Also mal schauen, was zuerst kommt. Also das ist ein Wettrennen zwischen entweder Hintergrund oder hier unten sieht man so ein bisschen der Gleiswendel. Einer von den beiden wird es werden. Mal schauen, wer hier das Rennen macht. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen hier noch einschalten und schon werdet ihr automatisch vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.